Das kommt aus dem sibirischen Bereich, ist über ein paar tausend Jahre alt und hat damit zu tun, dass man sich selbst nicht nur gesund macht, sondern auch die Psyche, die Seele, den Körper, den Geist erweitert. Es gibt sehr, sehr viele Bücher, man muss nicht mal alle lesen. Also jedes Buch jetzt, was ich zum Schluss schreibe, also die sind 400, 500 Seiten für täglichen Bereich. Heute gehen wir das durch, was nicht in Büchern steht. Da gibt es nämlich auch noch Informationen ohne Ende. Es gibt natürlich auch vieles, was man versuchen kann, aber das sind unsere Themen heute. Was überhaupt ist Ritual? Ja, das ist altes Wissen basierend auf Ritualen, aber alle Rituale basieren sich wieder mal auf dem Thema Quantenphysik. Also sprich, wir arbeiten hier mit Elementen und alle Elemente sind Energien. Alles ist gesellt in der schamanischen Welt, auch Steine haben einen Geist. Und es geht immer darum, dass man diese Energien auch nutzen kann für die eigene Aura, also für sich selbst. Ob man mit Bäumen arbeitet oder mit Kraftplätzen oder auch wieder mal mit Pflanzen, mit Steinen, alles ist möglich. Ich gebe auch ein paar Tipps auch zwischendurch, wie man was überhaupt schafft. Bei Viducha geht es darum, dass man sich, bevor man heilt überhaupt, unbedingt auch reinigen sollte. Ihr kennt ja alle, vielleicht mal nicht alle waren einmal vergiftet, aber jeder hat wahrscheinlich irgendwo eine Pilzsuppe gegessen oder Hühnersuppe, was nicht so gut war. Oder den Magen umdreht. Was macht man zuerst? Man geht auf die Toilette und lässt es raus, oder? Das machen die Menschen allerdings nicht mit ihrer Seele und nicht mit ihrem Geist. Das ist das große Problem. Man soll eigentlich auch bei geistiger oder auch wieder mal bei Aura-Beschmutzung das Gleiche machen. Also ohne Reinigung gibt es keine Heilung. Deswegen erster Punkt bei Viducha-Heilung ist Ursache finden, Reinigung, Heilung und dann die Energiefixierung. Also sprich, dass die Energie auch die gute Energie dran bleibt. Ja, was ist überhaupt eine Krankheit und was ist eine Ursache? Jede Krankheit hat Ursachen. Wenn die Seele nicht mehr gehört wird, schreit irgendwann der Körper. Aber die Ursachen gibt es auf 3 Ebenen. Körperlich, geistig und im Aura-Bereich, also sprich seelisch. Man kann vieles austesten und vieles behandeln. Also im Endeffekt gibt es überhaupt keine Grenzen, was man nie behandeln könnte. Klar geht man natürlich zum Arzt zuerst, zur Abklärung. Wenn die Ärzte aber nicht weiterkommen, soll man natürlich auch wieder mal selbst was tun. Meine Oma hat gesagt, also da haben wir einige schlagfertige Dinge von ihr gelernt auch. Die war auch ziemlich schlagfertig. Sie hat immer gesagt, bis 30 macht die Natur schön, danach muss man den Hand anlegen. Das stimmt auch, weil unser Körper nur für 42 Jahre ausgerichtet ist. Nicht für länger. Zellerneuerung ist bei einem Baby 7-mal so stark als bei einem Erwachsenen, aus wissenschaftlicher Sicht. Viducha. Also bei Viducha ist es so, dass man auch viel mit Kräutern macht. Man mischt aber Kräuter, Rituale, aber auch natürlich Energiearbeit zusammen. Das machen alle Schamanen. Es geht um Frequenzen. Und zwar, alles hat eine Frequenz. Ich werde euch heute noch was Interessantes mitgeben, auch wie man mit Botanikum zum Beispiel arbeitet. Mit dem Geist der Pflanze. Es gibt echt ganz, ganz spannende Momente, wo man auch vieles machen kann für sich selbst. Viducha hat natürlich auch mit dem Geist zu tun, also mit der Erweiterung vom Geist. Ihr seid alle jetzt im gleichen Raum, jeder ist reingekommen und jeder hat was anderes gesehen. Ihr seht jetzt jeder für sich selber auch was anderes. Wenn ihr jetzt die Decke anschaut, kurz, dann werdet ihr bestimmt sagen, ja, die Decke ist weiß, da sind Lichter eingebaut. Keiner fragt sich allerdings, weil es unsere Grenzen sind, wie schmeckt diese Decke zum Beispiel? Lecker, lecker oder nicht? Das sind die menschlichen Grenzen und das ist menschlich. Wir begrenzen alles. Das ist unser Problem. Begrenzung heißt, mein Mann oder mein Haus, mein Boot, meins. Und was danach passiert, denkt keiner, aber alle Energien hängen zusammen. Also es gibt keine Trennung von Energien, alles hängt zusammen und zwar mehr als wir denken. Alles ist verwoben, man sagt dazu Matrix.
Das heißt, wir haben auch viele Projektionen. Auch das Thema habe ich für den heutigen Vortrag eingebaut. Projektionen ist ein Thema, was aus dem energetischen Bereich kommt. Und zwar Projektionen heißt auch, alles ist parallel im Verlauf. Es gibt auch für Schamanen keine Zeit und keinen Raum. Das, was wir als Raum sehen, ist nur dreidimensional. Es gibt jedoch 12 Dimensionen von der Geometrie her. Die sehen wir nicht. Was die Krankheit angeht, allgemein, wenn man sich reinigt, geht man energetisch vor, dann gebe ich euch auch ein paar Tipps mit, was man machen kann. Aber auch der Körper sollte mit eingezogen werden. Körper ist ja der Tempel von eurer Seele. Und was machen wir im Körper? Meistens nicht viel. Wir verbringen 90% der Zeit mit dieser Materie, was wir anfassen können. Und wir fragen uns auch nicht immer, was dahinten steckt. Wenn der Körper erkrankt ist, in 90% der Krankheiten sind die Toxine eigentlich schuld. Und Toxine hat jeder. Durch die Luft alleine schon, durchs Wasser. Toxine sind die Stoffe, die eigentlich giftig sind. Und die lagern sich alle ab. Wenn man an Rückenschmerzen leidet, Schlaflosigkeit oder alles anderes. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch fast fertig. Also da kommen einige neue Bücher jetzt auf den Markt. Das ist schon für 2019 geplant. Geht um Krankheiten von A bis Z aus schulmedizinischer Sicht. Man kann beinahe sagen, für jede Erkrankung gibt es ein Kraut. Es ist gewachsen. Man muss nur noch wissen, wie man das verwendet oder welche Kräuter dazu gehören. Bevor man aber auch wieder mal mit Heilung beginnt, soll man diese ganzen Toxine aus dem Körper fordern. Raus damit. Ob man MS hat, Krebs, MS ist Multiple Sklerose, Krebs hat oder nur Erkältung, das hat immer damit zu tun, dass ihr übersäuert seid. Übersäuerung im Blut und im Lymphenbereich ist eigentlich die Ursache für beinahe alle Krankheiten. Man kann sich aber durch gewisse Vorgänge unreisisch machen. Einige von euch vielleicht haben auch Papillomen, das sind kleine Warzen, die hängen. Oder rote Pünktchen, die erscheinen auf der Haut. Oder auch natürlich Warzen selber. All diese Zeichen sind für Candida-Pilz, weil es ein bisschen zu stark im Darm lebt. Und solche Sachen wie Viren, Candida, was auch für Krebs, vor allem bei Frauen auch verantwortlich ist, die können nur noch existieren im Körper, wenn man übersäuert ist. Ist man basisch, können diese Dinge gar nicht überleben. Auch Krebszellen nicht. Das ist die Tatsache, wissenschaftliche Tatsache und nichts Esoterisches. Wir arbeiten damit. Ich muss immer wieder überlegen, in Russland gibt es viel weniger Krebsfälle wie hier. In China gibt es gar kaum welche. Das hat natürlich mit Essverhalten auch zu tun. Und zum Beispiel mit dem Reis. Wer kocht gerne Reis? Wie? Im Reis gibt es Arsen, Schwermetall, Schwerstoff. Wenn man Reis 1:1 kocht mit dem Wasser, bleiben 80% Arsen noch drin. Wenn man aber für eine Portion 5-faches an Wasser nimmt, gibt es nur 18% drin. Bei 6-fachen beinahe 2% nur Arsen. Es wird ausgekocht. Wo ich herkomme, also da wird sehr, sehr viel mit Reis gekocht aus Usbekistan. Und da machen alle Köche das Gleiche, die waschen Reis 5-mal. Bis das Wasser nicht mehr milchig aussieht. Das hat auch Sinn, aber das ist im Grunde genommen seit Tausenden von Jahren schon so. Das wird natürlich aber immer wieder leicht übersehen. Das sind aber so Kleinigkeiten, aber Toxine hat jeder Mensch. Für mich persönlich gibt es auch kein Bio-Essen. Wer isst gerne Bio? Ja, ruhig hoch. Wisst ihr, was Bio ist? Warum nennt man das Bio? Weil gewisse Chemikalien einfach nicht angewandt werden. Die werden nicht verwendet. Aber Wasser kommt von oben. Nur genauso, es gibt eigentlich kein Bio. Das heißt, auch wenn man Bio sich ernährt, hat man trotzdem das gleiche Problem. Toxine. Auf jeden Fall ist man übersäuert. Ich mache selbst persönlich für mich auch 2-mal Reinigung in jedem Jahr. Eine Reinigung habe ich in meinem Buch schon beschrieben.
Also diese Reinigung machen wir mit Buchweizen. Man lässt 7 Tage Buchweizen rein. Nur. Am besten ungesalzen. Ganzen Tag, so viel wie man will. 7 Tage am Stück. Es bürstet eure Därme komplett raus. Ja, das ist ein Bürsten. Zweite Sache, die ich mache auch Saftreinigung. Also sprich Detox. Entgiftung mit Säften, die frisch gepresst sind. Es ist harte Kur, vielleicht für 5 Tage. Man nimmt dann 12 Kilo ab. Nach 5 Tagen schon. Weil Fett ist auch ein Zeichen der Übersäuerung. Da kommen wir natürlich zurück. Aber man muss diese Säfte richtig selber pressen. Da braucht man einen Entsafter. 3 Säfte am Tag, jeweils 700 Milliliter. Man gebraucht 30 Kilo Gemüse für 5 Tage. Alles, was grün ist, aber ohne Früchte. Man darf salzen, man darf pfeffern, das ist ja nicht wie kalte Suppe, das ist ganz falsch. Aber bei 5 Tagen haben wir keine Toxine mehr drin. Wenn jemand dünn ist von der Natur, heißt es nur nicht, dass keine Toxine drin sind. Man nimmt auch nicht ab bei dieser Methode. Wenn man Fett hat, was nicht hingehört, dann schmilzt es weg. Man fühlt sich wie nur geboren, einmal im Jahr. Diese ganzen Säfte kann man machen auch im Grunde jeden Tag. Dafür braucht man eben 5 Tage freie Zeit. Das ist wichtig. Denn Saft ist nicht gleich Saft. Also man kann keinen Saft aus der Tüte nehmen, weil es ganz andere Strukturen hat, molekular gesehen. Und zwar unser Blut ist ja wässrig, das ist wie eine Säure mit Salz, wie Wasser, salziges Wasser. Aber die Struktur ist nicht H2O, außerdem kennt ihr das oder noch, sondern HDO. Der ist ein Abkömmling von Wasserstoffmolekülen, und zwar heißt Deuterium. Und die Säfte haben gleiche Struktur innerhalb 3 Stunden. Dann verlieren sie diese und kommen wieder auf H2O. Also theoretisch, wenn man diese Säfte trinkt, tut man sein eigenes Körperwasser austauschen. Das funktioniert. Man soll sich für eine Reinigung entscheiden, wenn man sagt, es ist ein bisschen zu hart mit 5 Tagen. Versucht vielleicht einmal am Tag so einen Saft zu machen. Nur. Dafür einen Monat lang. Am gleichen Erfolgen. Langsam und nur. Wir haben auch alle verschiedene Realitäten und verschiedene Energien um uns herum. Also bei Körperreinigung ist, sage ich jetzt einfach mal, erste Baustelle überhaupt. Was man machen kann und sollte auch. Was ist überhaupt eine Krankheit? Wir Schamanen sagen, jeder hat alle Krankheiten in sich. Die brechen nur noch aus, wenn kein Gleichgewicht mehr da ist. Es gibt sogar Krankheiten in uns, in unserer DNA, die wir gar nicht kennen. Alles gespeichert. Es geht immer um goldene Mitte. Die Welt ist ja dual. Schwarz-Weiß, männlich-weiblich und so weiter. Aber die Krankheit kann verschiedene Ursachen haben. Also 10 gleiche Geschichten, aber 10 verschiedene Ursachen. Man muss es für sich selber klären. Beste Klärung ist, dass man kann kinesiologisch, Kinesiologie kennt vielleicht jeder, oder? Austesten mit Muskeltest. Aber noch leichter ist, einfach mal auf Volkmund zu hören. Was sagt das Volk? Da gibt es so viele Sprüche. Warum hast du dir den Kopf voll? Was trägst du auf den Buckel? Vor was kniest du dich? Oder vor wem? Die Galle läuft überall. Welche Laus ist die gelaufen und bitte nimmer? Und so weiter. Das ist schon die Antwort drin, was da hinten steckt. Wichtig ist auch, das sind ein paar Beispiele für euch, Alzheimer zum Beispiel, das ist auch eine Betuche. Bei Alzheimer läuft man von der Realität weg. Nach einer Schnauze voll. Bei Schnauze voll geht es auch natürlich an die Nase. Es ist tatsächlich so, dass viele Chakren viele Verbindungen haben. Besonders auch Chakra vom sexuellen Bereich, wo unsere Lebenskraft steht, zweite Chakra. Hat aber Verbindung auch zum Hals. Alles hängt zusammen. Das heißt, wenn der Hals nicht mehr arbeitet, muss man sich selber fragen, warum, was habe ich in meinem Bauch drin? Was bedrückt meinen Magen? Was habe ich nicht verdaut? Bei Anämie ist das Gleiche. Süße des Lebens fällt, wie bei Diabetes auch. Und hat der Eisen drin. Und die Erde ist magnetisch. Man muss nur ein bisschen denken. Dann kriegt man schon die ganze Sache natürlich her. Oder auch wieder eine Arthritis, Arthrose, Gicht oder Rheuma. Auch hier ist Übersäuerung dabei, aber Körper reagiert immer zum Schluss. Körper ist der langsamste Körper überhaupt. Seele ist schneller.
Geist ist noch schneller. Ihr habt ja alle schon mal Sport gemacht, oder? Und was passiert, wenn man jetzt Sport macht, eine Pause einlegt und wieder anfängt? Man besäuert sich. Was passiert da? Schmerzen. Die kommen 2 Tage später meistens. Weil der Körper so lange braucht. Das ist eine Geschwindigkeit pro Tage. Jeder war auch irgendwo mal beleidigt von euch, von jemandem oder traurig. Wie schnell kommt man wieder auf die Füße? Es kann einen Tag dauern vielleicht. Dann ist man wieder bei sich. Weil die Seele schneller ist. Die verarbeitet schnell diese ganzen Emotionen. Und der Geist ist noch schneller. Schneller als Licht. Denke jetzt einfach mal zum Beispiel, was passiert gerade in Amerika? Sag, ihr seid schon in Amerika. Mit eurem Geist. So schnell geht es. Geistig kann man auch vieles umprogrammieren. Also ich habe in diesem Vortrag auch ganz einfachen Test. Und zwar dreht bitte eure Köpfe einfach auf rechte Seite, solange es geht. Also wenn es nicht mehr geht, so bleibt es stecken. Einfach mal ohne Körper zu bewegen, nur den Kopf. Der Tor bleibt einfach stecken und wieder zurück. Macht bitte eure Augen alle zu. Stellt euch jetzt vor, der Hals ist ein Gummistift. Und jetzt könnt ihr in eure Vision, nicht tatsächlich, sondern nur im Kopf, den Kopf um 360 Grad zu drehen. Macht es gedanklich. Nicht tatsächlich, nur gedanklich. Einfach rumdrehen und wieder zurück. Und jetzt könnt ihr die Augen eigentlich schon aufmachen und den Kopf nochmal drehen auf die rechte Seite. Ihr kommt 30 Grad weiter, weil ich euch umprogrammiert habe. Das hat alles mit Gehirnwellen zu tun. Es gibt viele Gehirnwellen, und zwar es gibt 4. Es gibt in Moskauer Raum jetzt momentan eine In-Therapie mit Foto. Das habe ich in Weidens Methode beschrieben. Fototherapie hat mit Gehirnforschung zu tun. Man braucht eigentlich 2 Bilder. Und zwar man schießt einfach ein Bild mit ganz normaler Kamera, also am besten mit Computer, und dann spiegelt man das Bild. Es gibt so einen Effekt, Spiegelung heißt gleiches Foto, bloß andersrum. So, und dann schneidet man beide Fotos in der Mitte hier durch und klebt beide linke Seite, normale und gespiegelte zusammen und beide rechten auch. Da hat man 2 lustige Fotos. Fakt ist, wenn man das beides gleichzeitig anschaut, 15 Minuten, 10 Tage am Stück, springt das Gehirn immer wieder auf ursprüngliche Energien zurück und reguliert zum Beispiel chronische Schmerzen. Probieren. Da braucht man jetzt nicht in so ein Zentrum gehen, wo man ein Foto schießt und beides gleichzeitig ein Programm herstellt. Man kann es dann selber zu Hause machen.